Böden des Gladbacher Hofs sind sehr fruchtbar. Allerdings liegt ein großer Teil von ihnen in Hanglage, was bei Starkregen dazu führen kann, dass wertvoller Oberboden abgetragen wird. So ist es auch 2018 gekommen, als im Juli innerhalb einer Stunde 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sind. Das entspricht ungefähr einem Sechstel des Jahresniederschlags. In der Folge wurde wertvoller Oberboden abgetragen. Um das Erosionsrisiko zu verringern, haben wir im Jahr 2020 auf einer besonders stark gefährdeten Fläche ein Agroforstsystem angelegt. Die haben wir hier so markiert. Wir haben immer einmal gelb, zweimal gelb. Ja, super. Mausedraht, das legen wir rund da rein. Ja. In den folgenden beiden Jahren haben wir noch 2 weitere Agroforstsysteme auf dem Gladbacher Hof gepflanzt, sodass hier jetzt insgesamt 15 Hektar Agroforstsysteme stehen, die wir euch im Folgenden kurz vorstellen wollen. Zwei der Agroforstsysteme stehen auf Ackerflächen und eines auf Grünland. In den Gehölzstreifen wachsen Apfelbäume, Wertholzbäume wie Kirschen und Walnüsse und schnell wachsende Pioniergehölze, wie zum Beispiel die Pappel. Zu Vergleichszwecken haben wir in allen 3 Agroforstsystemen verschiedene Gehölzstreifen angelegt. Die einfachen Gehölzstreifen bestehen aus nur einer Baumart bzw. einem Nutzungstyp. Hier in diesen Gehölzstreifen wachsen zum Beispiel nur Apfelbäume. Daneben haben wir komplexe Gehölzstreifen angelegt. Dort wachsen die Apfelbäume in Nachbarschaft mit den Wertholzbäumen, den Pioniergehölzen und Holundersträuchern. Dieses Anbauverfahren nennt sich sukzessionale Agroforstwirtschaft und kommt aus den Tropen. In den ersten Jahren fördern die Pioniergehölze das Wachstum der langsamer wachsenden Apfel- und Wertholzbäume. Sie können zum Beispiel starke Winde und Sonneneinstrahlung abmildern und durch ihr Wurzelwachstum und die Laubstreu die Bodenfruchtbarkeit verbessern. Wenn jedoch die Apfel- und Wertholzbäume mehr Platz benötigen, dann entfernen wir die Pioniergehölze. Wir häckseln dann ihr Holz und mulchen es an den Gehölzstreifen, um dort wiederum die Bodenfruchtbarkeit zu fördern und Beikräuter zu unterdrücken. Hier stehe ich in einem sukzessionalen Gehölzstreifen unseres ersten Agroforstsystems. Die Gehölzstreifen sind 3 Meter breit und wechseln sich mit 18 Meter breiten Ackerstreifen ab. Die Ackerstreifen werden in der normalen 8-jährigen Fruchtfolge des Gladbacher Hofs bewirtschaftet. Der gesamte Agroforstschlag hier ist 3,5 Hektar groß. Auf 8 Hektar Grünland haben wir im Jahr 2021 unser zweites Agroforstsystem angelegt. Das Ziel dieses Systems ist es, mehr Schatten auf die Weide für das Milchvieh zu bekommen. Die Gehölzstreifen sind hier 2 Meter breit und liegen in einem Abstand von 21 Metern zueinander. Das Grünland zwischen den Gehölzstreifen wird beweidet und zur Silageherstellung genutzt. Hier sehen wir einen komplexen Gehölzstreifen. Die Apfelbäume stehen hier wieder in Nachbarschaft mit den Wertholzbäumen und Pioniergehölzen. In diesem System gibt es auch Gehölzstreifen, wo nur Apfelbäume stehen, bzw. Apfelbäume gemeinsam mit Wertholzbäumen. Außerdem haben wir in diesem System noch eine Futterlaubhecke angelegt. Diese dient als Zusatzfutter für die Kühe oder vielleicht sogar als kleine Feldapotheke. Unser drittes Agroforstsystem auf dem Gladbacher Hof haben wir im Jahr 2022 wieder auf Ackerland angelegt. Eine Neuerung hierbei ist, dass die Baumstreifen im sogenannten Keyline-Design an die Krümmung des Hangs angepasst sind. Damit wollen wir Regenwasser über eine größere Fläche verteilen und damit sowohl das Erosionsrisiko
als auch das Risiko bei extremer Trockenheit verringern. Die Ackerstreifen hier sind 18 Meter und die Baumstreifen 4 Meter breit. Wie in den anderen Systemen gibt es einen Baumreihentyp, bei dem nur Apfelbäume stehen. Wie in den anderen auch hier im Abstand von 12 Metern. Ein zweiter Baumreihentyp ist so wie die komplexen Baumreihen im ersten Agroforstsystem, also Wertholzbäume, Apfelbäume, Holundersträucher und dazwischen Pappeln. Ein dritter Baumreihentyp ist genau gleich aufgebaut wie der gerade beschriebene. Der einzige Unterschied besteht darin, dass hier die Wertholzbäume nicht gepflanzt, sondern direkt ausgesät worden sind. Über das Jahr hinweg gibt es in den Baumstreifen verschiedene Arbeiten. Was bei uns in den ersten Jahren mit Abstand am meisten Zeit erfordert hat, war das Mähen. Wir mähen hier mindestens 4-mal pro Jahr, damit sich keine Ackerunkräuter in der Nähe der Bäume ausbreiten können und damit wir hier gut laufen können. Die Arbeit mit den Bäumen geht wesentlich schneller. Unsere Apfelbäume haben nur 2 Leitäste, damit die nicht in den Acker hineinragen. Wir schneiden sie im ausgehenden Winter und es dauert pro Baum nur wenige Minuten. Bei den Wertholzbäumen wollen wir erreichen, dass sie einen langen, astfreien Stamm bekommen und dafür schneiden wir im Hochsommer die Äste, die mehr als 2 bis 3 cm dick sind, ab. Bei den Pappeln haben wir im 5. Standjahr alle Äste bis in ca. 4 Meter Höhe abgeschnitten, damit sie nicht in den Acker hineinragen und dort die Arbeit der Maschinen beeinträchtigen. Wir wollen nicht, dass die Wurzeln der Bäume oberflächlich in den Acker hineinwachsen und deshalb nutzen wir einen Wurzelschneider, wie er auch im Erwerbsobstbau zum Einsatz kommt, und schneiden damit bis in 50 cm Tiefe entlang der Grenze zwischen Baumstreifen und Ackerstreifen. Wir machen das an 3 aufeinanderfolgenden Jahren und denken, dass es dann damit ausreichen sollte. Agroforstsysteme sind keine neue Erfindung. Bis vor dem Zweiten Weltkrieg waren sie sehr weit verbreitet in Deutschland. Danach folgte jedoch eine Phase, in der Bäume von landwirtschaftlichen Flächen entfernt wurden. Grund dafür war, dass man den Platz benötigte, um mit großen Maschinen den Acker zu bewirtschaften. Die Wiederanpflanzung von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen wirft heute wieder viele Fragen auf. Hier am Gladbacher Hof gehen wir vieler dieser Fragen nach und suchen nach praktischen Lösungen. Das machen wir in Zusammenarbeit mit den Praktikerinnen und Forschenden verschiedener Disziplinen. Bereits schon jetzt, wenige Jahre nachdem wir die ersten Bäume gepflanzt haben, können wir schon interessante Erkenntnisse beobachten. Zum Beispiel sehen wir in den Gehölzstreifen, wo die Bäume wachsen, mehr Regenwürmer und andere Kleinstlebewesen im Vergleich zum angrenzenden Ackerstreifen. Diesen Fragen und vielen weiteren werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nachgehen und Lösungen bzw. Antworten finden. Wir laden Sie alle dazu ein, diese Entwicklung mit uns zu verfolgen und mit uns in den Austausch zu treten.